Das hier ist der Opel Grandland. Heute geht es aber nicht um das Auto per se, sondern er ist stellvertretend für ein grosses Thema. Ich rede heute über die Marke Opel. Opel war mal die Marke in der Schweiz. Plötzlich war der zuverlässige fehleranfällig und das hat den Ruf der Marke nachhaltig beschädigt. Sicher ist es gut, dass Opel nicht mehr bei GM ist. Ich finde, es wäre aber schon lange überfällig, dass der schlechte Ruf endlich beerdigt wird. Opel. Eine Marke, die zwar jeder kennt, aber im Gegensatz zu früher längst nicht mehr jeder kaufen will. Das weiß Sammy aus eigener Erfahrung. Das ist mein Vater. Und vor ein paar Jahren hat er ein neues Auto gebraucht. Und mein Vater interessiert sich null für Autos. Für ihn ist das ein reines Verkehrsmittel. Und ich habe ihm vorgeschlagen, ich könnte für ihn schauen, ob wir ein gutes Vorführauto oder so finden. Und er hat zu mir gesagt, ja gern, aber gell, kein Opel. Und über das habe ich wirklich noch viel nachgedacht. Wenn jemand, was eigentlich nicht egal sein könnte, was er fährt, kein Opel will, dann zeigt das ein grundlegendes Problem in der Wahrnehmung von einer Marke. Und zum Verstehen, wie gross der Imageverlust ist, müssen wir zuerst anschauen, was Opel mal war. Die Opel-Geschichte beginnt Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Marke baut zuerst Nähmaschinen, dann Fahrräder und später Autos. 1924 führt Opel als erster europäischer Hersteller die damals revolutionäre Fließbandproduktion ein. Vor etwa 100 Jahren war Opel das Aushängeschild für die deutsche Ingenieurskunst. So wird die Firma zum größten Fahrzeughersteller des Landes. Der Erfolg als unabhängige Firma endet aber 1929, als Opel vom amerikanischen General Motors Konzern übernommen wird. Ein Schritt, der später noch Folgen haben wird. Zuerst war man aber auch unter fremder Herrschaft innovativ geblieben. In den 30er Jahren war Opel der erste Hersteller, der in einem Grossserienauto eine selbsttragende Karosserie hatte und war damit sehr erfolgreich. Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs stoppt die Erfolgsgeschichte. Wie viele Betriebe muss auch Opel seine Produktion auf Rüstungsgüter umstellen. Nach dem Krieg geht es zuerst langsam und dann rasant aufwärts. Dank des deutschen Wirtschaftswunders findet Opel ab den 50er Jahren zu alter Größe zurück. Richtig erfolgreich ist es ab den 60er Jahren geworden. Opel hat echt alles gehabt. Grosse Limousinen mit viel Prestige, sportliche Coupés und natürlich das Rückgrat der Marke. Praktische Alltagsauto. Es bricht die erfolgreichste Zeit für Opel an. Trotz ausländischer Besitzerin ist die Marke mit dem Blitz ein Inbegriff für deutsche Wertarbeit. Ob im Prüfraum oder in der erbarmungslosen Zerreißprobe des Prüffeldes, immer und überall wird geforscht und weiterentwickelt, getestet und überwacht. Ein Examen ohne Ende. Und so erobert Opel auch die Schweiz. Also ich habe hier die offiziellen Schweizer Verkaufszahlen. 1968, 69, 70, 71. Platz 1, Opel. Dann kurz mal VW, dann wieder 81, 82, 83 und so weiter. Platz 1, Opel. Also heute kann man sich das kaum vorstellen, aber Opel war mal die Marke in der Schweiz. Vor VW, vor BMW, vor Mercedes, vor allen. Legendäre Fahrzeuge wie der Admiral, der Monza oder der Manta stammen aus dieser goldenen Ära. Sie hält aber nur so lange an, wie General Motors Opel freie Hand bei der Entwicklung und Produktion lässt. Das ist aber ab den späten 80er Jahren vorbei.
General Motors streicht die Oberklasse- und Sportmodelle und spart die wichtigen Mittelklassefahrzeuge regelrecht kaputt. Und das war eine schlimme Sünde. Plötzlich war der zuverlässige fehleranfällig und hat Rost gehabt. Und das hat den Ruf der Marke nachhaltig beschädigt. Und wir haben die Opel-Leute immer leid getan, weil die ja gar nicht dafür können. Ihnen ist der radikale Sparkurs ja aufgezwungen worden. Und ich kann mir vorstellen, es muss sehr brutal sein für die Opel-Mitarbeiter, weil die haben sich so stark mit dieser Marke identifiziert. Und ich habe das oft selber erlebt. Egal, ob es der PR-Manager, der Fahrwerksentwickler oder ein Mann an der Schranke war, die haben alle für Opel gebrannt. Und die sind oft aus Familien gekommen, die seit Generationen dort geschafft haben. Und genau diese Menschen reißen ab den späten 90ern das Ruder herum und beseitigen die Qualitätsprobleme. Dies ist bemerkenswert, weil die Deutschen weiterhin nur wenig Hilfe aus den USA bekommen. Eher im Gegenteil. Und für das gibt es ganz viele Beispiele. Das da finde ich bezeichnend. Weil Opel am meisten Know-how mit Frontantriebsauto hatte, sind sie verantwortlich für die Entwicklung für kompakte und mittelgrosse Autos für den ganzen Konzern. Das heißt, Opel entwickelt Plattformen, die auf der ganzen Welt mit anderen Straßen, Gesetzen und Klimazonen funktionieren müssen. Das macht die Entwicklung komplizierter und teurer. Die Kosten dafür trägt Opel. Sie haben aber nichts davon gehabt, dass die Autos auf der ganzen Welt verkauft worden sind, weil auf anderen Kontinenten sind die als Buicks oder Chevrolets verkauft worden. Die sowieso schon schwierige Lage verschärft sich ab 2009 dramatisch. Im Zuge der Finanzkrise meldet GM Insolvenz an, muss vom US-Staat gerettet werden und verpflichtet sich zu drastischen Sparmaßnahmen. Der Konzern baut tausende Stellen ab, schließt Werke und stellt traditionsreiche Marken wie Pontiac oder Saab ein. Und was ist in der Schweiz passiert? Die Händler haben das Vertrauen verloren und haben Angst gehabt, dass auch Opel verschwindet und haben angefangen, andere Marken in ihr Sortiment aufzunehmen. Und so hat Opel im eigenen Showroom plötzlich Konkurrenz gehabt. Solche Entwicklungen verschärfen die sowieso schon schwierige Lage von Opel zusätzlich. Das Traurige dabei ist, dass die Fahrzeuge Ende der Nullerjahre trotz aller Widrigkeiten gut bis sogar hervorragend sind. Also ich kann mich an mehrere Opel erinnern, wo ich gefahren bin und gedacht habe, warum hacken alle auf diesen Autos? Also an den Fahrzeugen kann es nicht liegen. Fahr mal letzte Generation Astra OPC oder Insignia und dann wisst ihr, was ich meine. Diese Modelle sind mittlerweile aber ebenso Geschichte wie die Rabenmutter GM. Sie verkauft Opel 2017 an die Peugeot-Besitzerin PSA, die wenig später mit Fiat Chrysler fusioniert und zum Stellantis-Konzern wird. Und das bringt mich in die Jetztzeit. Sicher ist es gut, dass Opel nicht mehr bei GM ist, weil die Amerikaner, und das muss man ganz klar sagen, haben die Marke jahrzehntelang abgewirtschaftet und beschädigt. Im riesigen Stellantis-Konzern ist es für Opel aber ebenfalls nicht einfach. Die Marke ist nur eine von 14 und muss die Basis für ihre Fahrzeuge teilen. Die Technik von dem Auto gibt es auch bei Peugeot, bei Citroën, bei DS und. Aber ist das so schlimm? Also ich meine, VW macht das seit Jahrzehnten und dort beschwert sich auch niemand darüber. Wichtig ist ja, wie sich das Auto fährt. Und da kommt Opel eine alte Stärke zu gut, die sie aus GM-Zeiten haben. Sie haben nämlich oft mit wenig viel müssen machen. Sie haben dort veraltete Plattformen und weniger Budget als ihre Konkurrenten gehabt. Die Autos waren aber trotzdem immer gut gewesen, weil Opel einfach kein Fahrwerk abstimmen kann. Und dieses Wissen macht die Fahrzeuge umso besser, da sie jetzt endlich auf modernen Plattformen aufbauen. Das ist bei der vielen Konkurrenz aber auch nötig. Ist das jetzt ein Geniestreich, der die Konkurrenz komplett alt aussehen? Nein, das ist es natürlich nicht.
Ist es ein gutes Mittelklassenauto zu einem anständigen Preis? Ja, das ist es. Und so gesehen ist es ein richtiger Opel. Was halt ein bisschen fehlt, ist Eigenständigkeit. Aber ich hoffe, dass Opel wieder Erfolg hat und so auch innerhalb von Stellantis wieder mehr Freiheiten bekommt. Damit könnte die deutsche Marke beweisen, dass sie auch emotionale Modelle bauen und zum Träumen anregen kann, so wie sie es früher tat. Illusionen darf man sich aber keine machen. So erfolgreich wie zu seinen besten Zeiten wird Opel nie mehr werden. Dafür hat sich die Autowelt zu fest verändert und dafür hat auch der Ruf zu fest gelitten. Ich finde, es wäre aber schon lange überfällig, dass der schlechte Ruf endlich beerdigt wird. Darum, wenn ihr ein Auto in dieser Klasse sucht, ignoriert Opel nicht. Macht eine Probefahrt und ich kann mir gut vorstellen, dass ihr positiv von dieser Marke überrascht seid, wenn ihr ihr eine faire Chance gebt. Ich finde, sie hat sie verdient.